So runterlassen? Ja. Hallo und willkommen zu Folge 16. Ihr könnt euch sicherlich an eine der letzten Folgen, wo wir versucht haben, die Originaltreppenstufen einzubauen, was uns ja damals nicht gefallen hatte. Ich verlinke euch den Film vielleicht hier oben nochmal. Und deswegen fangen wir diesmal mit dem Plasmaschneider an und haben uns aus einem Reststück erstmal ein neues Blech geschnitten, um jetzt dann eben daraus unsere Treppenstufen zu kreieren, wie wir die haben möchten. Und so geht es dann mit dem geschnittenen Blech zu unserer Biegemaschine. Die Grundidee war eigentlich hier die gesamte Treppe zu biegen, sprich alle 3 Stufen hier nacheinander so zu biegen, dass wir im Grunde ein Teil haben, was wir dann aufs Boot einfach montieren können. Das werden wir gleich sehen, das hat dann nicht funktioniert, weil dann einfach der Raum in der Maschine nach oben nicht groß genug war, um die bereits gebogenen Teile aufzunehmen. Und so haben wir jetzt hier zwar schon ein paar drin, das ist gut und auch das Ergebnis, was wir haben wollten. Allerdings konnten wir es, wie gesagt, eben dann nicht am Stück machen, mussten das Teil dann entsprechend beschneiden und die anderen Stufen dann einzeln biegen und wieder ansetzen. Bevor wir die Treppe einbauen, kommen wir erstmal noch zu einem anderen Bauteil, was wir in der Zwischenzeit dann produziert haben. Ihr könnt euch aus dem letzten Film sicherlich daran erinnern, als wir die Deckenteile eingehangen haben für den Salon. Nun wird der Außenbereich ja aber eben auch noch entsprechend ein Dach bekommen und dafür ist das hier das allerletzte Teil, was hinten am Ende vom Boot dann montiert wird. Und da es an dem Tag schlechtes Wetter war, haben wir das hier schlicht einfach mal in der Halle produziert, was wir sonst draußen auf dem großen Schweißtisch machen. Da dieses Teil hier am Ende keine so eine heftige Biegung hat, wie das bei den Salondeckenteilen der Fall war, können wir hier die Ausschleifung auch direkt am Stück anbringen. Am Ende ist da eine leichte Biegung. Das werden wir gleich noch sehen, wenn jetzt hier in der Mitte vorgeheftet ist. Werden wir uns das dann jeweils nochmal ranziehen und somit ist das hier natürlich auf dem Tisch mit den ganzen Fixiermöglichkeiten an dem Lochrastertisch hervorragend und toll zu machen. Ihr seht das jetzt hier, einfach nach vorne geschoben, dass die Kante hängt und dann rangepresst mit der Schraubzwinge. Das macht echt Spaß, mit diesem Tisch zu arbeiten, solche Teile herzustellen. Damit war es das dann auch mit dem Teil schon und wir können entsprechend mit der Treppe weitermachen. Wie eben gesagt, besteht die eben jetzt hier aus 3 Teilen gesamt. Und die müssen natürlich jetzt auch so zusammengesetzt werden, dass dann eben hinterher die Winkel stimmen, das Wasser eben auch ablaufen kann und wir vernünftige Trittfläche haben. Deswegen hier schön auf dem Lochrastertisch die Anschlagpunkte verteilt, da wo sie dann entsprechend ausgemessen hin sollten. Die Teile ausgerichtet und befestigt und da können sie im Grunde auch schon miteinander verschweißt werden. Da wir die Treppenteile hier erstmal gerade konstruiert haben, ist links und rechts auch jetzt erstmal identisch. Das heißt, wir können diese Spannvorrichtung, die wir jetzt einmal gebaut haben, auch für die zweite Seite nutzen und somit das gleiche Teil nochmal herstellen. Die Anpassung erfolgt dann am direkt. Da wir hier in der Regel auch chronologisch in der Reihenfolge die Videos schneiden, machen wir jetzt erstmal eben entsprechend das, was wir dann auch im nächsten Schritt gemacht haben. Das Wetter ist besser geworden und so können wir hier anfangen, die Fenster für die Frontscheiben einzusetzen, beziehungsweise die Fensterrahmen logischerweise. Die Teile einzusetzen ist jetzt tatsächlich mal wieder ein bisschen tricky, weil sie oben eigentlich am Dach angeschlagen werden. Das ist ja aber nun mal noch nicht da. Wir brauchen die Teile aber, um das Dach entsprechend aufzulegen, beziehungsweise sie müssen halt einfach vorher rein, sonst kriegen wir es mit dem Fahrrad gar nicht mehr dran. Auch wenn die jetzt nicht so schwer wären, die könnte man auch mit der Hand bewegen. Aber letzten Endes, sie müssen ja so oder so rein, also erstmal einsetzen. Wir haben uns dann also erstmal Stück für Stück hingetastet, ungefähr
die Positionen sein können. Natürlich ist hier rechts klar Salon-Außenwand, die Kante ist vorgegeben und ihr seht auch die Schräge oben in der Dachaussteifung. Auch da war klar, dass das Teil dort entsprechend aufliegen muss. Aber wo es eben links unten, sprich da, wo das nächste Frontfenster dann dran stößt, genauer hin muss, das ergibt sich hier jetzt erst Stück für Stück. Deswegen haben wir jetzt hier an der Seite nur mal kurz einen Punkt gesetzt, damit es nicht wieder wegrutschen kann. Aber das Teil eben nicht richtig befestigt in dem Zeit. Und so puzzeln wir uns hier eben erstmal die 3 Teile so grob in Richtung. Auch auf der linken Seite, auf der Backbordseite ist natürlich die Salonwand ein bisschen ausschlaggebend, das ist klar. Und jetzt kommen wir eben hier genau zu dem Punkt, wo müssen die 3 jetzt genau aneinander stoßen. Ja, wenn man sie aneinander schiebt, ergibt sich das halbwegs automatisch. Wie gesagt, es fehlt aber oben noch das Dach als Anschlagpunkt. Und somit muss man jetzt hier erstmal so ein bisschen tricksen, die Teile da reinzubekommen. Wir haben uns dann in dem Moment dazu entschlossen, die im Grunde hier erstmal an ihrer Stoßkante mit Schraubzwingen zu verbinden, sodass sie in sich halten und eben nicht mehr wegrutschen. Und wir dann eben die genaue Position mit dem Dach zusammen dann ausloten können, wenn wir eben entsprechend die Dachteile drauf liegen haben. Ihr seht hier natürlich, wie die Teile da noch entsprechend gehen können, wenn man es ein bisschen anhebt. Das ist eben genau der Punkt. Oben fehlt eben zu dem Zeitpunkt der Gegenpart. Somit ist es natürlich jetzt die logische Konsequenz, dass der nächste Schritt die Dachteile sein müssen. Die müssen natürlich wie immer erstmal wieder vorbereitet werden. Das sind jetzt hier für den Salonbereich 8 Bleche, die wir brauchen. Und die haben wir uns dann hier entsprechend wieder auf den Tisch gelegt, die Kantenbearbeitung gemacht, so wie wir das immer tun. Und damit wir sie dann entsprechend auch in der richtigen Reihenfolge haben, haben wir sie uns hier vorsortiert. Sprich, die Bleche, die Richtung Heck kommen, die müssen eben zuerst hier auf unseren Werkstattwagen, den wir hier im Vordergrund sehen, und die Bugteile entsprechend zu oberst, da wir die eben als erstes legen müssen. Die Bearbeitung dauert natürlich eine gewisse Zeit. Zum Teil mussten wir ja die Kanten rundherum anfräsen, weil die entsprechend ja untereinander alle miteinander verbunden werden und wir somit diese 30 Grad Fräskante in dem Blech brauchten. Insofern, ja, hier steckt man wieder ein bisschen mehr Zeit drin in den Teilen, als das vielleicht an anderen Stellen der Fall ist. Aber auch das ist natürlich dann irgendwann geschafft und dann können alle Teile entsprechend auf den Wagen sortiert werden, wie ich das gerade beschrieben habe. Und während ich da lustiges Teile-Tetris gemacht habe, war sie natürlich auch nicht untätig, sondern hat sich weiter mit der Treppe beschäftigt. Wir haben jetzt erstmal hier oben die erste Schräge eingezeichnet, die bekannt ist, die einfach sich aus dem Umgang ergibt, wo eben die Treppe drunter gehangen werden muss. Und so hat er das jetzt hier auf das von uns jetzt konstruierte Teil übertragen und schneidet eben erstmal die Kante weg, die da noch weg muss. Wir hätten natürlich auch mit gewissen Aufwand da neue Cut-Zeichnungen von machen können, aber da es sich jetzt hier doch dann um sehr überschaubare Teile handelt und der Aufwand, das einzupassen, doch überschaubar ist, haben wir das gelassen und gesagt, komm, wir machen das gerade und passen es da vor Ort ein. Und somit kommen wir jetzt dann hier zum Dacheinbau. Und das erste Erfreuliche, was wir hier sehen, ist, dass wir das noch komplett mit unserem Baukran machen können. Wir hatten zwischendurch mal die Befürchtung, dass wir gegebenenfalls das Dach mit dem Autokran draufheben müssen. Das hat sich aber hier zum Glück nicht bestätigt. Mit unserer Traverse, die wir sonst in der Halle verwenden, können wir die Bleche schön mit den Magneten anheben und können sie dementsprechend flach draufheben und unser Kran eben zu dieser im Grunde Montage-Punkt benutzen. Auch das Dach zu positionieren ist jetzt nicht ganz so einfach. An den Seiten steht es natürlich über und ist dort auch nicht gerade. Das heißt, irgendwo so richtig zur Salonwand hinmessen. Ja, zum Ausmitteln kann man das machen, aber genau muss es vorne anfangen. Das war jetzt hier im ersten Moment nicht ganz so einfach, diesen Punkt zu finden und ja, klar zu machen. Im Grunde konnten wir uns hier nur von der Aussteifung her nach vorne messen. Dementsprechend werdet ihr aber jetzt sehen, dass wir hier auch noch ganz viel anderes gemessen und kontrolliert haben, weil wir noch nicht so ganz unsicher waren, wie wir das jetzt wirklich perfekt hinkriegen. Weil nach vorne, wie gesagt, die Scheiben auch ja halbwegs im Freien hängt. Und jetzt auch nicht sagen, okay, da ist die Scheibe dran. Also ist das dann vorne die vorderste Lage. War eben, wie gesagt, so ein bisschen tricky, das jetzt rauszufinden, wo wir das hinpacken.
Mit diesen ganzen kleinen Ausrichtungsarbeiten lasse ich euch jetzt mal wieder ein kleines allein. Ja, nach einigem Hin und Her schieben haben wir dann gesagt, okay, das macht eigentlich nur Sinn, wenn wir eben die nächsten Teile schon mit dahinter liegen haben, sodass wir die alle aneinander ausrichten können und somit über die Gesamtlänge des Daches dann schauen können, dass die Lage eben richtig ist. Und dementsprechend holen wir uns jetzt hier erstmal die nächsten Teile hin. Ja, legen die grob an die Position, damit wir die daneben kriegen. Aber das lasse ich euch jetzt mal wieder ein bisschen einmischen. Jetzt, wo die 5 Teile liegen, kümmern wir uns aber erstmal nur um die Stoßkanten jeweils zwischen den Blechen, dass die eben ideal aneinander liegen und überall gut treffen und noch gar nicht um die tatsächliche Ausrichtung dann auf dem Dach selber. Nachdem das dann entsprechend sichergestellt war, dass die vernünftig aneinander liegen, haben wir beschlossen, dass wir die dann jetzt zu dem Zeitpunkt auch erstmal aneinander heften, also noch gar nicht an die Konstruktion, sondern nur untereinander verbinden. Hierfür haben wir uns jetzt erstmal ein Zugangsdach geschaffen mit Leiter und entsprechend dem OSB-Brett zum Drüberlaufen. Und dann können wir jetzt hier vorne erstmal einfach nur Hefter setzen, mit dem Magneten gucken, dass die Bleche eben richtig auf Höhe sind an Verbindungspunkten. Und ja, somit haben wir jetzt erstmal hier in den Teilen die Stabilität, sodass wir eben auch über alle Teile entsprechend auch drehen und ausrichten können. Das haben wir dann auch hier getan. Wir haben uns mit dem Kettenzug geholfen, haben den einfach an der Kante festgemacht und können uns damit jetzt erstmal hier in der Längslage nochmal korrigieren. Also vorne, hinten muss man noch mal ein bisschen nachziehen. Quer hatten wir das eben auch schon kurz gemacht. Das war nicht hier im Video mit drin zu sehen, aber auch eben die Links-Rechts-Lage da schon ein bisschen korrigiert. Und damit kommen wir dann eben zur dritten Reihe Bleche. Gleiches Prinzip, erstmal wieder mit drauflegen. Das andere liegt, wie gesagt, weiterhin auch einfach nur drauf, nicht angerüstiert, nur hinlegen, damit wir jetzt hier die letzten 3 eben auch noch mit verbinden können, genauso wie wir das gerade gemacht haben.
Nachdem dann alle Teile liegen, haben wir hier natürlich das gleiche wieder probiert. Schön die Stoßkanten aneinanderlegen, haben dann aber festgestellt, irgendetwas stimmt hier nicht. Wir waren davon ausgegangen, dass das mittlere Blech, was wir jetzt hier gerade gedreht haben, eigentlich vorne und hinten exakt identisch breit sein müsste. Ist aber nicht. Hat sich in der Cut-Datei eine kleine Verschiebung ergeben, sodass es eben vorne 2 mm breiter war als hinten. Und klar, wenn wir es dann natürlich verkehrt rum reinlegen, dann passt das Ganze nicht und die entsprechenden Kanten kommen nicht übereinander. Das haben wir entsprechend hier durch Umdrehen dann korrigiert und siehe da, unsere Bleche müssen auseinander. Somit dann hier am Schluss natürlich das gleiche Spielchen wie eben schon. Die Magneten helfen uns, die Teile in der Höhe beieinander zu halten und dann erstmal überall mit Punkten verbinden. Und dann können wir uns natürlich noch um die entsprechende Lage kümmern und hier mit dem Kettenzug ein kleines bisschen das gesamte Konstrukt jetzt ausgemittelt, damit es eben dann schön liegt. Nachdem Basti dann so ein paar Schweißpunkte gesetzt hat und das ein bisschen aufstabilisiert hat, kommen wir jetzt hier wieder ins Innere. Hier haben wir jetzt dann eben auch nochmal geschaut, dass wir die Lage kontrollieren, haben uns dann dazu entschlossen, dass vorne links der Punkt ist, der jetzt eben dann genau dort liegt, wo er auch bleiben soll, und haben jetzt hinten mal ein kleines bisschen mit dem Kettenzug nachgezogen und das auf den Gesamtsalon ausgemittelt. Im Anschluss daran können wir natürlich dann jetzt endgültig das Dach an den Aufsteifungen hier befestigen. Das haben wir dann auch Stück für Stück gemacht. Mal ein bisschen mit runterziehen, dass es eben überall so gut wie es geht anliegt. Und dann haben wir uns durch das ganze Dach hindurch gearbeitet. Und somit können wir uns jetzt hier einmal anschauen, wie das Ganze jetzt wirkt mit Dach. Nee, als nächstes. Vielen Dank fürs Zuschauen, und wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann abonniert gerne unseren Kanal. Lasst auch gerne auf den Videos ein Like da, teilt sie mit Freunden. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne mit einem Thanks tun oder mit einer kleinen Kanalmitgliedschaft. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.